Ganz kurz. Wann müssen wir unten beim Frühstück sein? In 25 Minuten. Das schaffen wir. Wir müssen bis dahin aber auch noch gepackt haben. Ja. Dann los. Hallo, wir sind Sönke und Lea und wir reisen in die Welt. Nee, ist war blöd. Mach du. Hallo. Das Gleiche. Hallo, wir sind Sönke und Lea und wir reisen in die Welt. In Edmonton haben wir einen Freund von Sönke besucht, Brian. Und mit ihm haben wir auch viel Zeit verbracht. Brian hat uns am ersten Tag zu dem Churchill Square gebracht, dem Hauptplatz in Edmonton, wo Country-Musik lief. In der Woche ist nämlich in Edmonton das Country Music Festival. Außerdem haben wir natürlich die ganze Zeit gechillt und seine Wohnung genossen und wir hatten noch einen super schönen Ausblick von seinem Balkon. Dann sind wir mit dem Auto durch die Stadt gefahren und haben uns die Skyline von Edmonton angeschaut. Außerdem waren wir die nächsten Tage noch auf einem Farmers Market. Haben beim Terry Fox Run mitgemacht. Beziehungsweise leider war ich ein bisschen krank, deswegen bin ich nicht mitgelaufen, sondern bin die 2,5 Kilometer Strecke gegangen, was ein bisschen schade war. Ja, dann konnten wir endlich unsere Kleidung mal wieder waschen, was auch dringend nötig war. Und ja, Sönke war noch auf dem Straßenfest. Lea fühlte sich an ein paar Tagen wirklich nicht so gut und ist dann auch zu Hause geblieben. Und Brian und ich sind dann auf ein Straßenfest gefahren, nördlich von Edmonton, mit coolen Musikern und einige Sachen, die auf der Straße da aufgebaut waren. Ja, dann haben Sönke und ich noch es genutzt, dass wir in Edmonton sind, um uns die riesige Mall anzugucken und haben ein paar Weihnachtsgeschenke besorgt. Ja, durchs Verschippen dauert es natürlich ein bisschen länger, wenn wir die nach Deutschland bringen wollen. Die West Edmonton Mall ist echt eine riesige Mall mit ganz vielen Geschäften, aber auch mit einem Piratenschiff, mit Seehundbecken, Eisrink, Rutschbahn. Ja, und die größte Zeit, die ich da verbracht habe, war in dem Telefonladen, weil wir Probleme hatten mit unserer SIM-Karte. Und ich habe da 2 Stunden in der Leitung gewartet, ohne Erfolg erstmal. Dann hatten wir noch richtig Glück, weil wir ein bisschen östlich von Edmonton die Polarlichter sehen konnten. Unsere Apps für Nordlichter hatten ausgeschlagen und gesagt, dass es sehr gut eine große Chance gäbe. Und dann sind wir rausgefahren und haben uns da auf die Straße gestellt und ja, du konntest das erste Mal die Nordlichter sehen. Ja. Ich hatte Brian im Vorfeld gefragt, ob wir in seine alte Heimat fahren können, weil er aus Nord-Alberta stammt. Und ihn hatte die Idee super gefreut. Und dann sind wir ein paar Tage später, nachdem wir uns ausgeruht haben in Edmonton, hochgefahren Richtung High Level. In High Level lebt die Schwester von Brian und außerdem ist er auch in der Nähe dort geboren. Und ja, er war selber kein Farmerboy, aber ist auf einer Farm auch groß geworden. Deswegen konnte er uns sehr viel zeigen. Ja, die Schwester hat mit ihrem Mann in einem alten Lokhaus, also in einer Blockhütte gelebt, die sie vor irgendwie über 50 Jahren selber gebaut haben, was ziemlich krass war. Ja, und es war ein cooles Haus. Die hatten einen eigenen Garten und viele Sachen auf dem Hof, unter anderem auch eine Landebahn für Flugzeuge. Ja. Was da ziemlich typisch ist, haben irgendwie alle Nachbarn haben ihre eigene kleine Landebahn. Dann sind wir zum Hof des Cousins, oder eigentlich ein Cousin eines Cousins. Und die waren gerade fertig mit der Ernte. So hatten sie Zeit, uns die Maschinen zu zeigen, die riesen, ja, wie heißt das da? Erntemaschinen, keine Ahnung. Erntemaschinen, Düngemaschinen.
Und er hatte auch ein paar Flugzeuge rumstehen. Und als wir dann im Hangar standen, meinte er so, habt ihr Lust auf eine Runde fliegen? Und schwupps waren wir im Flugzeug und sind einmal über High Level geflogen. Ja, es war besonders schön wegen der Herbstfarben von den Bäumen und so. Ja, das war schon ganz besonders. Und er hat ein paar kleine enge Wendungen gedreht. Das war ganz lustig. Ja. Ich saß vorne und Lea hinten und irgendwann hat er gesagt, so, jetzt steuer du mal, weil auf beiden Seiten, nach links und rechts, jeweils ein Steuerknüppel ist. Ja, und dann musste ich da zähneklappernd das Flugzeug steuern. Und ich habe mich wieder sicherer gefühlt, als Sönke nicht mehr gesteuert hat, Ja, sondern ich der auch. andere. Ja, danke Kai auf jeden Fall. Ja, das war mega cool. Ja, am nächsten Tag sind wir dann ganz früh nach Yellowknife. Yellowknife ist die Hauptstadt der Nordwest-Territorien und sehr, sehr weit im Norden. Brian hat dort viele Jahre als Lehrer gewirkt und auch als Schulleiter und hatte auch noch einige Lehrerfreunde, die wir dann besucht haben. Auf dem Weg dahin sind wir schnell die Grenze zu den Nordwest-Territorien passiert und haben dann in der Nähe von Enterprise viele Waldbrände direkt am Highway gesehen. Tatsächlich ist der Highway am Tag vorher sogar noch gesperrt gewesen, weil es gefährlich gewesen wäre, mit dem Auto durchzufahren. Und so haben wir noch so schwelendes Feuer und ganz viel Rauch gesehen. Das roch wirklich. Ja, im ganz Auto roch es. Ja. Auf dem Weg haben wir noch bei einem Wasserfall angehalten. Es war aber auch ein bisschen traurig. Uns wurde gesagt, wegen dem Klimawandel ist dieses Jahr irgendwie kaum Wasser im Wasserfall oder in dem Fluss gewesen. Und dann haben wir auf dem Hinweg nach Yellowknife noch einen Bison gesehen. Ja, als wir dann in Yellowknife angekommen sind, wurde uns gesagt, oh, da hattet ihr aber Pech. Normalerweise sieht man viel mehr. Die Fahrt nach Yellowknife dauert 8 Stunden. Wir waren den ganzen Tag unterwegs und ungefähr ab der Hälfte hatten wir es dann endlich geschafft, zum Mackenzie River zu kommen. Das ist ein großer Fluss in den Norden und fließt direkt aus dem Great Slave Lake. Und Yellowknife liegt auch direkt am Great Slave Lake. Dann haben wir noch einen kurzen Stopp in Fort Providence gemacht. Das ist eine kleine Community nördlich des Mackenzie Rivers, wo sehr viele First Nations wohnen. Brian kannte sich eher aus in den Städten und hat uns dann viel gezeigt, welche Häuser wohl von den Regierungsmitarbeitern bewohnt werden. Und ja, es saßen sehr viele Leute draußen herum und haben zusammengesessen und man meinte, das wäre wohl die Kultur. Ja, und ein bisschen heruntergekommen waren die Häuser schon. Ja, es gibt halt nicht viel zu tun dort und die Leute leben da ein bisschen ohne wirkliche Perspektive.
Ja, nach langer Zeit und vielen Hubbeln sind wir dann angekommen in Yellowknife und sind dann bei Mika und Colleen untergekommen, 2 Freunde von Brian. Sie hatten wirklich die schönste Wohnung in ganz Yellowknife mit einem tollen Blick einmal über die Seen, über die ganze Innenstadt und über die Schule, in der die auch alle gearbeitet haben. Sönke und ich haben für den einen Tag das Auto von Brian bekommen und sind dann ein bisschen rausgefahren aus der Stadt und haben eine Wanderung am Purluke Lake gemacht und an den Hidden Falls. Am nächsten Tag haben wir uns Yellowknife angeguckt. Uns auch eine richtig süße kleine Stadt und es hat uns eigentlich sehr gefallen. Überall war so coole Street Art oder so Kleinigkeiten, die irgendwie auf der Straße waren. Also es wirkte ja, sehr artsy und irgendwie ja, ganz inspirierend. Und in der Mitte gab es noch einen Hügel, auf den wir dann geklettert sind und eine gute Aussicht hatten. Ja, wie hieß der? Pilot Monument. Oder? Pilots Monument. Und Brian hat uns dann abgeholt und auch noch ein bisschen Kultur rangebracht. Und dann sind wir in das Museum gegangen, Prince of Wales Museum, wo wir was über die Kultur im Norden und das Leben erfahren konnten. Ja. Mir hat das Museum auch sehr gut gefallen. Dann haben wir als Dank für die Gastfreundlichkeit Ratatouille gekocht und sind abends in ein Konzert gegangen. Es gab eine Musikergruppe aus New York, die im hohen Norden, unter anderem auch in Yellowknife, getourt ist. Und die haben schön gesungen und Klavier gespielt. Das war sehr schön. Leider konnten wir nicht filmen. Ja, dann ging es wieder in den Süden, 8 Stunden wieder nach High Level. Haben noch einmal typischerweise bei Tim Hortons gestoppt für einen Kaffee. Und haben diesmal dann 3 Bisons gesehen auf dem Weg, was mich sehr gefreut hat. Und wir haben natürlich viele Fotos gemacht. Dann haben wir noch einmal in High Level bei der Schwester übernachtet und sind am nächsten Tag dann nach Manning gefahren. Manning ist der Ort, wo Brian geboren ist und dort haben wir tatsächlich wirklich Kindheitsfreunde getroffen von Brian. Außerdem waren wir beim Grab der Familie und bei dem ersten Haus, wo er aufgewachsen ist. Und er hat uns die vielen kleinen Orte gezeigt, die ihm was bedeutet haben. Es war wirklich sehr schön, auch eine persönliche Note zu diesen Orten zu bekommen. Dann sind wir weiter runtergefahren zum Anfang des Mackenzie Highways, der bis nach Yellowknife führt, beziehungsweise irgendwo links abbiegt. Und dann sind wir in eine Schule in Peace River gefahren. In der Schule hat Brian gearbeitet und er kannte noch den jetzigen Schulleiter und die
Und die stellvertretende Schulleiterin und die beiden haben uns allen dann eine Tour gegeben, einmal durch die Schule während des Unterrichts eigentlich. Und was ich so lustig fand, war, als dann die Glocke zur Pause geklingelt hat, war es wie so in amerikanischen Highschool-Movies, dass wirklich alle Türen in der gleichen Sekunde, wie die Schulglocke geklingelt hat, aufgesprungen sind und tausende Massen an Kindern und Schülern plötzlich im Gang waren. Ja, Peace River war auch generell wirklich richtig schön. Es lag so ein bisschen erhöht an so Hügeln und man konnte auf den Fluss gucken und gerade ja wieder mit diesen bunten Bäumen wegen der Herbstfarben, ja, wirkt das sehr, wie der Name schon sagt, peaceful und sehr schön. Vor allem der Dairy Queen. Ja, dann sind wir abends wieder zurückgefahren, in Edmonton angekommen und hatten dann noch einen Tag Zeit, um unser Auto zu packen für unser nächstes großes Erlebnis. Denn es geht in den nächsten Tagen in die Rocky Mountains und zwar mit Brians Auto. Eigentlich sind wir ja noch im Hitchhike-Modus, aber Brian hat darauf bestanden, uns sein Auto zu leihen. Ja, und dann mussten wir am letzten Tag noch ein paar Sachen erledigen und haben uns abends dann noch mit Bedford getroffen. Für die Sie sich nicht daran erinnern, Bedford hat uns von Thunder Bay bis nach Edmonton gefahren und es war sehr cool, ihn noch wiederzusehen und wir waren lecker essen. Ja, und am nächsten Tag ging es dann früh morgens los. So, das war's. Es war wirklich eine paradiesische Woche mit Brian. Er hat uns so verwöhnt und wir hatten so viele schöne Gespräche und witzige Stimmung und ja, es war so toll, sein Leben nochmal anders kennenzulernen. Er ist ein wirklich sehr guter Freund von mir und wir haben eine sehr witzige Story, wie wir uns kennengelernt haben. Die werden wir nicht erzählen, sondern die ist auf unserem Blog verlinkt, invaluablediary.com. Dort kann man diese Story nachlesen und ja, wie schon gesagt, es hat einfach wirklich Spaß gemacht, einmal eine Region anzuschauen aus dem Blickpunkt einer Person, die dort aufgewachsen ist. Jetzt habe ich den Link schon verlinkt, das war's. Ne? Das war's Fazit, das heißt ja, tschüss. Nee, so schnell geht das. Was soll ich jetzt noch sagen? Es macht uns auf jeden Fall Spaß, diese Videos zu machen und wir haben jetzt leider keine Zeit mehr, wir müssen los, deswegen müssen wir leider schnell Tschüss sagen. Also, tschüss. Diesmal gibt es auch keinen Nachspann, wir haben keine Zeit.